glaube nicht, dass wir Weine produzieren, die everybody's darling sind, sondern ich glaube, dass wir Weine produzieren, die polarisieren. Ich glaube, dass wir Weine produzieren, die eine große Fangemeinde haben, aber auch viele Kritiker, denen die Weine vielleicht zu untypisch sind. Unsere Weine entsprechen keinem Muster, Klischee oder irgendeinem anderen Stereotypen. Wir versuchen ganz klar, eigenständige, unverfälschte und einzigartige Weine zu keltern. Deswegen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Böden und unsere Lagen so naturnah und schonend wie möglich in die Flasche zu transportieren. Man kann also sagen, dass die Nachhaltigkeit, die Nähe zur Natur und letztlich die Zeit das ist, was unsere Weine ausmacht. Die Zeit meiner Ausbildung bei der Familie Keller war unheimlich inspirierend und maßgebend für mich. Der Betrieb war einer der Motoren Rheinhessens, die nicht nur die Region, sondern ganz Deutschland geprägt hat. Auch wenn ich zu Hause in meinem elterlichen Betrieb immer mit Wein zu tun hatte, so hat es mich begeistert zu sehen, wie diese Familie den Wein völlig neu interpretiert und gelebt hat. Ich habe eben ein Riesenfaible für Riesling gehabt, schon immer, und die sollten am besten trocken sein. Und genau aus dem Grund habe ich halt eben mich auch dafür verschrieben. Ich habe jetzt weniger drauf geschaut, mag das irgendjemand oder sieht das jeder genauso wie ich, sondern ich habe genau das gemacht, was ich grandios gut finde, und das wollte ich eben in die Flasche bringen. Es gibt kaum eine andere Rebsorte, die dir so viel Vielschichtigkeit und Facettenreichtum gibt wie der Riesling. Die Lagerfähigkeit und die Eigenschaft, dass Riesling unsere Böden schmeckbar macht, ist genau das, was diese Rebsorte für mich ausmacht. Wir haben bei uns zu Hause ganz unverwechselbare Böden und Lagen, die wir in unseren Weinen schmeckbar machen wollen. Deswegen ist es so wichtig, den perfekten Bläsezeitpunkt zu treffen. Diese Aufgabe kann mir keiner abnehmen. Es ist ganz alleine meine Entscheidung, die die Weine später zu dem werden lassen, was sie sind. Im Herbst heißt das für mich, ständig in den Weinbergen unterwegs zu sein. Ich gehe durch die Reben, ich probiere die Beeren, ich sammle die Beeren, presse die Säfte aus, schaue mir auch die Farbe von den Säften an. Ist ein Saft grün, ist er gelb, schmeckt er sauer oder schmeckt er süß? Und danach entscheide ich, was ist der perfekte Zeitpunkt für die einzelne Rebsorte oder für die einzelne Lage, um auf den Punkt geerntet zu sein. Damit legst du wahnsinnig viel Bauchgefühl rein und die Persönlichkeit, die deine Weine zum Schluss ausmachen. Wir sagen uns, du brauchst gar nichts außer gute Trauben. Das heißt, wir verwenden keinerlei Weinbehandlungsmittel, wir probieren den Wein so unverfälscht wie möglich zu lassen, weil immer, wenn du irgendwas tust, veränderst du auch das Gefüge im Wein. Und dann hast du eben deine ganzen kleinen einzelnen Leseschritte. Wir ernten manchmal Weinberge auf 1, 2, 3 Mal, um eben verschiedene Aromen aus den einzelnen Weinen auch rauszutransportieren. Die Maische Standzeit ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug, weil, wenn du hochwertige Trauben erntest, dann probierst du auch alles, was in der Beere ist, zum Schluss in den Saft rein zu transportieren. Das kannst du nicht, wenn es einfach nur schnell abpresst. Also gehen wir hin, knacken die Beeren leicht an mit Füßen und lassen sie in ihrem Saft ziehen und holen so alles Positive aus der Schale in den Saft. Unsere Weine haben immer eine richtig schöne gelbe Farbe. Warum? Weil die Beeren, die Trauben reif sind. Und dann baust du aus diesen ganzen einzelnen Partien, baust du später eben deinen Wein zusammen. Ob Holzfassausbau, Edelstahl, wir treffen immer wieder Entscheidungen zum Schluss aus dem großen Ganzen, aus vielen, vielen kleinen Einzelpartien, ein perfektes Gesamtbild zu machen. Und das ist unsere Arbeit jeden Tag. Was mich ganz schnell, ganz früh inspiriert hat, war die Kombination zwischen Essen und Wein. Ich habe gesehen, wenn jemand ein außergewöhnliches Gericht kreiert und es gibt deinen Wein dazu und das ist quasi wie die 4. Komponente zu dem Gericht, dass es einfach unbeschreiblich einmalig ist. Woher willst du wissen, wie die besten Weine und Gerichte der Welt schmecken, wenn du nicht rausgehst und sie probierst? Um die besten Weine keltern zu können, musst du dir erst einmal ein Bild verschaffen, was es überhaupt gibt und wieso die Weine so schmecken, wie sie schmecken. Deswegen habe ich schon immer versucht, die perfekten Weine für die perfekten Gerichte zu kreieren. Gerade für sehr anspruchsvolle Gerichte brauchst du Weine mit breiten Schultern, die dem überhaupt standhalten können. Gerichte wie die von Tim. Sie sind oft überreizt, komplex und vielschichtig. Sie haben immer eine gewisse Schärfe, Säure oder Salzigkeit.
Neben den breiten Schultern sind es also auch Weine mit einer gewissen Ruhe. Also Weine mit einer langen Reifezeit, die dieser Komplexität an Geschmäckern überhaupt standhalten können. Bei mir ist das Kochen ein Ausdruck meiner Persönlichkeit. Das heißt, auf jedem Teller findet man mich wieder. Und ich bin durchaus facettenreich und widersprüchlich. Ich kann manchmal sehr laut und intensiv sein, aber ich versuche eigentlich immer Teller zu schaffen und Tellerwelten, die feinsinnig sind, wie so eine Wolke, die vorbeikommt, die einen komplett einhüllt und mit der man einfach dann mitgeht. Und Jochens Weine, sie sind elegant, auch auf eine gewisse Art und Weise schlank, haben aber dann doch eine sehr tiefschichtige und komplexe Mineralität und auch Aromatik. Und sie sind nie zu groß, sie schreien nie in den Raum, dass sie da sind, sondern sie haben eine Zurückhaltung, die wunderbar dazu passt, was ich mir in meinen Gerichten wünsche. Und deswegen ist es eine Ergänzung. Das Beispiel war sensationell. Hinter einem herausragenden Betrieb stehen außergewöhnliche Menschen mit einer besonderen Motivation. 30 Acker ist ein großes Team von Idealisten, Querdenkern und Menschen, die jeden Tag aufs Neue an ihr Limit gehen, um Großes entstehen zu lassen. Ich habe gelernt, dass die Qualität eines Weines immer aus dem Weinberg kommt und deswegen war es für mich von Anfang an elementar, dafür zu sorgen, dass wir vitale, lebendige Böden, lebendige Weinberge haben. Und deswegen habe ich mich schon ganz, ganz früh dazu entschieden, auf ökologischen Weinbau umzustellen. Ich war Anfang 20, als meine Eltern mir die komplette Verantwortung für das Weingut übergeben haben. Als ich den Betrieb übernommen habe, wusste ich, wir müssen andere Wege gehen. Ich wusste, wir brauchen ein neues Profil und ich wollte trockene Weine ausbauen. Ich wollte mich auf die klassischen deutschen Rebsorten konzentrieren. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass wir innerhalb von kürzester Zeit einen Großteil unserer Kunden verlieren. Kompromisse waren für mich nie eine Option. Ich habe das Glück, ein Leben zu führen, für das ich brenne, denn ich wollte schon immer Winzer werden. Ich hatte immer alle Freiheiten. Für meine Kinder wünsche ich mir genau das Gleiche. Natürlich würde ich mich freuen, wenn die beiden das Weingut übernehmen. Letztlich sollen sie aber glücklich sein und genau das machen, was sie erfüllt. Wir sehen uns in der Verantwortung, den Weinbau, wie wir ihn kennen, in jeglicher Form weiterzuentwickeln und noch naturnäher zu arbeiten. Wir möchten im Einklang mit den Reben und der Natur unverwechselbare und einzigartige Weine schaffen. 30 Acker soll als der Begriff für deutschen Topwein stehen. Mein Name ist Jochen 30 Acker und gemeinsam mit meiner Familie und meinem Team bin ich 30 Acker.